Hi Leute, willkommen zu Dran gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labaffenbau. Ich habe jetzt heute mal ein Video gemacht. Heute geht es mal nicht so groß um mit Bauen. Also eigentlich schon ein bisschen, aber ich zeige euch da mehr oder weniger nichts, was ich baue. Ja doch, eigentlich schon. Na, ist egal. Auf jeden Fall wünsche ich schon mal allen, die mich abonniert haben und so, ein frohes neues Jahr. Die 500 haben wir jetzt letztes Jahr geknackt. Dieses Jahr hoffe ich, dass wir zusammen die 1000 hinkriegen. Wäre schön, würde mich echt freuen. Das würde mich auch ein bisschen unterstützen, weil manche Sachen bei den Projekten wie Silikon und so was ja nicht ganz billig sind und das finanziere ich ja auch aus der eigenen Tasche. Also wäre das schon schön, wenn das mal mit der Monetarisierung klappen würde. Aber wie gesagt, ist dieses Jahr mein Ziel. Deshalb mache ich auch weiter Videos. Mal abgesehen vom Neujahr wünschen und sowas, hatte ich mir überlegt, ob ich überhaupt jetzt heute ein Video mache. Aber ja doch, ich habe mich dann entschlossen, heute mal ein Video zu machen. Allerdings nicht unbedingt jetzt wegen dem Bauen selber, sondern eher um euch zu fragen, was euch generell so an Videos denn interessieren würde. Beziehungsweise an Themen. Ich habe jetzt einige Sachen, habe ich ja noch auf meiner Liste drauf, wo der ein oder andere mich drum gebeten hat. Zum Beispiel noch einen Speer mal bauen, einen Hammer, dann von Attack on Titan Schwert und noch diverses andere Zeug. Dann habe ich noch ein paar Sachen in Planung, das werde ich jetzt auch die nächsten Videos dann mal machen. Ich will mal wieder ein paar Sachen schäumen. Da habe ich mir jetzt auch schon wieder neues Silikon bestellt. Schaum muss ich mal gucken, ob ich noch genug habe, sonst muss ich noch ein bisschen bestellen. Dann könnte das noch so 1-2 Wochen dauern, bis ich da loslegen kann. Und noch diverses andere Zeug. Jetzt habe ich auch ein paar Sachen gebaut. Wie gesagt, ich mache ja nicht immer zu jedem, was ich baue, ein Video. Bin jetzt momentan an einem Kriegshammer dran, einem Flambergen. Aber alles ein bisschen größer, so um die 1,80 Meter so rum, 1,80, 1,90, also schon ziemlich große Teile. Ihr wisst ja, hier im Keller habe ich ein bisschen das Problem, dass da nicht so viel Platz ist, um so Projekte euch zu zeigen. Deshalb habe ich jetzt von einem Projekt, was ich ohne Video gemacht habe, mal mitgebracht. Und zwar habe ich für jemanden Rapier gebaut. Ne? Ist jetzt ein bisschen, ne? Ich hoffe, das kann man so sehen. Also habe einen runden Kernstab mal verbaut. Ging eigentlich, habe ich mir schlimmer vorgestellt, weil ich eigentlich nicht so gerne mit runden baue, aber hat geklappt. Den hatte ich noch irgendwo in der Ecke liegen. Ich dachte, das Ding, da zeige ich euch mal. Ne? Hätte jetzt auch noch den Kriegshammer, Fußstreithammer, also größer wie meine Version, die ich mal gebaut hatte in einem von meinen Videos. Aber den hatte ich jetzt nicht Lust noch in den Keller mit runter. Den habe ich noch oben in meinem Bastelzimmer liegen. Da muss ich noch einiges dran machen. Aber wie gesagt, wenn ihr irgendwie irgendwelche Wünsche habt oder ob die Videos euch zu lang sind oder zu viele Teile, ich weiß ja nicht, was ihr so gerne alles sehen wollt. Ne? Ihr könnt ja, wie gesagt, schreibt das mal drunter in die Kommentare, was ihr euch so vorstellt oder ob ich weniger Zeitraffereien machen soll oder was auch immer. Und dann gucken wir mal, was wir da so alles umgesetzt kriegen jetzt im Laufe des Jahres. Ich sage ja, ich habe einige Projekte, habe ich sowieso in Planung, ein paar noch vom letzten Jahr. Wie gesagt, Leute, denkt dran, ich habe euch nicht vergessen. Nur ich mache dann die Sachen dann immer so, dann Video zu, wie ich gerade Lust und Laune habe. Also ich habe dann keinen festen Ablaufplan. Ne? Nicht, oder meint dann, der hat sich zuerst gemeldet, da ist der zuerst dran. Ich mache es einfach mit den Videos, weil ich die ja nur so nebenbei mache, ne, wie ich Lust habe, damit ihr auch mal ein bisschen was zu gucken habt, beziehungsweise euch dann ein bisschen inspiriere für eigene Projekte. Gestern bin ich ja von jemandem für ein Schild angeschrieben worden, fand ich auch schön. Der hat mich gefragt, ob man den Schild dann auch mit Leinen beziehen könnte. Sehe ich jetzt kein Problem drin, muss ich sagen. Auch dann mit Acryl halt bemalen. Zum Beispiel bei den Pavesen und sowas ist das ja gang und gäbe. Schaumstoff drunter, ein Kern halt aus Kunststoff oder was da. Ich glaube, wir wollten Kunststoff da einbauen. Manche bauen ja auch Schilde mit Holzkern und machen dann Matte drüber und beziehen die mit Leder oder auch mit Leinen und bemalen die. Ne? Also sehe ich jetzt kein Problem drin. Ne? Solange da keine Schrauben nach vorne rauskommen, die spitz sind, dass das alles vernünftig sicher ist, alles machbar.
Der ein oder andere hat mich auch angeschrieben, hat mir frohes Fest gewünscht oder ein neues, also für neue Jahr nicht so viele. Aber ich denke mal, die meisten werden noch am Schlafen sein. Aber das hat mich richtig gefreut. Da muss ich sagen, so wenn ich dann per E-Mail oder bei Facebook, Instagram, wenn mich da die Leute anschreiben, freue ich mich immer richtig drüber. Die einen, die bedanken sich, die anderen haben ab und zu auch schon mal eine Anregung oder fragen halt nach Tipps für ihre Sachen. Ich weiß auch nicht alles, ne? Ich habe auch nur so ein bisschen mehr wie die Grundlagenkenntnisse, lerne immer noch bei meinen Projekten wieder was dazu, vor allen Dingen bei Sachen, wo ich noch nie was gemacht habe. Aber das ist ja das Schöne, deshalb mache ich das Ganze ja. Und dann halt, um euch ein bisschen zu inspirieren, euch auch mal hinzusetzen, weil zum Lapen gehört nicht nur das Lab, sondern auch, ich finde, das Bauen für individuelle Sachen, für sich selber, finde ich, macht auch viel des Reizes an dem Hobby aus. Ne? Also, so sehe ich das. Und um euch halt ein bisschen was zurückzugeben, mache ich halt die Videos. Dem einen oder anderen gefällt es, dem anderen vielleicht nicht. Aber wie gesagt, meine Mutter meint immer, ich wäre ein bisschen zu ernst bei der ganzen Sache. Ich wäre nicht so gerade der, wie soll man sagen, der Freudeversprüher oder so. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, naja, mal schauen. Der eine mag mich, der andere vielleicht nicht. Ja. Dann wünsche ich euch noch alles Gute für das kommende jetzt Jahr. Viel Hoffnung habe ich ehrlich gesagt so nicht, wenn ich die ganzen Nachrichten und alles so höre, was noch dieses Jahr alles auf uns zukommt. Aber ich lasse den Kopf, obwohl ich meinen Traum vom Haus mehr oder weniger abgehakt habe durch die ganze Politik. Aber das wollen wir mal hier nicht diskutieren. Versuche ich trotzdem den Kopf nicht hängen zu lassen und werde mein Ding weitermachen. Ich hoffe, ihr unterstützt mich dabei durch ein Abo, kostet ja auch nichts, ne? Liken, Kommentare auch immer gern gesehen, solange es nicht irgendein Bullshit ist oder irgendwer da versucht rumzutrollen, was ich bisher Gott sei Dank nur so kurz am Anfang mal hatte. Ja, das war es eigentlich schon mehr oder weniger, was ich sagen wollte. Eigentlich wesentlich mehr, wie ich mir generell mal so überlegt hatte. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen 1. Januar. Bleibt mir treu. Dann sehen wir uns nächstes Wochenende wieder bei einem meiner Videos, wo ich wieder weiter bauen bin. Wir sehen uns.